Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch mein liebstes Rezept für eine Biskuitrolle mit Erdbeersahne. Es ist ja endlich wieder Saison und wir haben heimische Erdbeeren und zum Start in diese wundervolle Zeit habe ich gedacht, muss ich euch das Rezept endlich mal teilen. Wie immer findet ihr das Rezept hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung, müsst also nicht mitschreiben. Ihr könnt es auf meinem Blog sogar ausdrucken. Vergesst bitte auch nicht den Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke hier zu aktivieren, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video hochgeladen ist. Nächste Woche und übernächste Woche mache ich mal Pause. Da sind Pfingstferien und da bin ich mit meinem jüngsten Sohn und meinem Mann in Kroatien. Ihr könnt mich gerne auf Facebook und auf Instagram verfolgen. Da teile ich immer ganz schöne Eindrücke aus Kroatien, aus Starigrad, also Norddalmatien. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir starten in unser Rezept und mit der Zubereitung unserer Biskuitmasse. Bevor wir in die Zubereitung starten, heizt euch bitte den Ofen vor auf 175 Grad Ober-Unterhitze. Ganz einfach deswegen, weil Umluft den Boden zu sehr austrocknen würde. Deswegen lieber, wenn es geht, Ober-Unterhitze wählen. Und die Eier habe ich mir schon getrennt. 5 Eiweiß und die 5 Eigelb stehen schon auf der Seite. Die Eiweiß schlage ich mir mit einer Prise Salz zu einem Schnee auf. Und wenn sie so ein bisschen geschlagen sind, so etwa 2 Minuten, dann kommt mein Zucker hinzu, 2/3 dieses Zuckers, 80 Gramm habe ich hier, kann ich dann dazu rieseln lassen und der Rest kommt dann in die Eigelb. Also erstmal so ein bisschen anschlagen. Und wenn wir die Masse schon so schön schaumig haben, dann können wir den Zucker hinzurieseln lassen. Und dann wirklich weiterschlagen, bis steife Spitzen entstehen. Ihr seht, hier fällt jetzt alles noch um. Das reicht absolut nicht. Wir brauchen jetzt noch so 2 bis 5 bis sogar 10 Minuten, je nachdem, wie stark euer Handrührgerät ist oder eure Küchenmaschine, dass unsere Masse wirklich standfest wird. Das kennt ihr ja aus meinem Biskuit-Video. So, ihr seht, die Spitzen bleiben stehen und das reicht uns jetzt auch. Ich habe jetzt 3 Minuten geschlagen auf höchster Stufe und die Masse fängt dann auch so ein bisschen an zu glänzen. Also das ist ganz wichtig, dass ihr das seht. Und das stellen wir uns gerade beiseite und nehmen uns jetzt hier die restlichen Eigelb hinzu. Die werden wir jetzt mit dem restlichen Zucker vermischen und ein bisschen aufschlagen. Und da können wir auch schon unsere Vanillepaste hinzufügen, falls wir das wollen. Das muss nicht unbedingt sein. Ihr könnt auch Vanillezucker dann nachher in die Mehlmischung geben. So ungefähr einen Teelöffel gebe ich hier dazu. Und dann schlage ich mir die auch schön schaumig. Und nach 3 bis 5 Minuten Rührzeit sieht dann die Masse so richtig schön weißlich aus. Also von gelb verändert sie die Farbe so nach cremefarben. Wunderschön. Und so ist sie dann richtig. So können wir sie jetzt in unsere steif geschlagene Eiweiße einrühren. Auf niedrigster Stufe. Das ist super wichtig, denn sonst fällt das Ganze zusammen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen einen schönen fluffigen Biskuit haben. So, und das schöne Eigelb lassen wir jetzt darauf fließen. Das ist einfach wunderschön. Macht richtig Spaß, so zu backen, finde ich. Es gibt auch Leute, die schlagen die Eier gesamt auf und sparen sich das Trennen. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Biskuit dann öfter zusammenfällt. Also wenn man das macht, dann muss man wirklich 10 bis 15 Minuten mit dem Handrührgerät oder 10 Minuten mit der Küchenmaschine rühren lassen. Sonst läuft man Gefahr, dass der Biskuit dann eben keinen guten Stand hat. Und jetzt rühren wir das auf niedrigster Stufe unter. Das reicht auch schon. Nicht zu lange rühren. Das viele Rühren stört den Biskuit nachher und er fällt uns zusammen. Und an dieser Stelle machen wir jetzt einfach nur noch mit dem Spatel weiter. Gerne auch mit dem Schneebesen, wenn ihr das lieber habt. Aber da ist die Gefahr, dass man so arg rührt. Also besser wirklich zum Unterheben einen Spatel verwenden. Wir brauchen jetzt unsere Mehlmischung. Da nehme ich jetzt 70 Gramm Mehl und 30 Gramm Stärkemehl.
Stärkemehl ganz einfach deswegen, weil dann der Biskuit noch feiner wird. Ihr könnt ja auch Vanillepuddingpulver nehmen oder ihr könnt einen Teil der Stärke durch Kakaopulver ersetzen, also Backkakao. Dann habt ihr einen Schokobiskuit. Schön vermischen. Was wir jetzt noch nicht drin haben, habe ich gerade vergessen, ist unsere Messerspitze Backpulver. Eine Messerspitze ist immer so ungefähr ein Viertel Teelöffel. Das gerade noch mit reinrühren, damit sich alles schön verteilt. Und wie beim Biskuit werden wir jetzt hier unsere Mehlmischung gerade so in 2 Portionen darüber sieben, damit wir auch auf keinen Fall Klümpchen drin haben dann später. Und jetzt hebe ich gerade unter. Das ist wirklich super wichtig, dass ihr nicht rührt, sondern nur heben. Gerne auch mit dem Schneebesen, wie gesagt, aber ich mache das am liebsten mit dem Heber, mit dem Spatel. Gerne auch die Schüssel so etwas drehen. Und ganz sanft und vorsichtig das Mehl unterheben. Vor allem auch nicht zu lang, denn sonst ist die Masse nicht so schön, wie sie sein könnte. Zweite Portion. Nochmal unterheben. Gerne auch in 3 Portionen, wenn euch das dann leichter fällt. Darauf achten, dass keine Mehlnester entstehen. Indem man einfach so ein bisschen hochhebt und vielleicht auch schüttelt, dass sich das Mehl wirklich gut verteilt und nicht so im Klumpen in der Masse sitzt. Schauen, dass wirklich alles gut verrührt ist, aber auch nicht überrühren. Das ist eben, Biskuit ist eine Diva. So, ihr seht, ich habe jetzt gar nicht viel gerührt. Jetzt kann der Biskuit sofort gebacken werden. Deswegen müssen wir uns auch den Ofen direkt zu Anfang vorheizen. Ich verwende ein normales Backblech und habe ein Backpapier darauf gelegt und mir meinen Backrahmen darum gestellt. Das muss man nicht unbedingt, aber ich finde, der wird dann gleichmäßiger, deswegen mache ich das gerne. Mein Backrahmen ist jetzt eingestellt auf 28 mal 49. Und nun können wir unsere Biskuitmasse darauf geben. Und ihr seht, was für eine fantastische, wundervolle, weiche Konsistenz diese Masse hat. Und das ist genau richtig für eine Biskuitrolle. Wenn sie zu fest wäre, dann würde uns nachher die Rolle nicht funktionieren. Man braucht eine etwas weichere Masse, um damit klarzukommen. Und nun auch ganz wichtig, dass die Masse nicht lange rumsteht. Dann hält sie zusammen. Und ihr dürft auch den Ofen während der Backzeit nicht öffnen. Die Backzeit ist eh sehr kurz. Jetzt natürlich so glatt wie möglich verstreichen. Vor allem gleichmäßig. Und zwar hat das auch einen bestimmten Grund. Denn wenn die Platte an einer Seite dünner ist und an einer anderen Seite höher ist, dann bäckt sie unterschiedlich schnell durch und kann nachher dann leichter brechen, weil ein Teil der Rolle schon zu trocken ist. Und an der Stelle bricht dann eine Rolle. Und schön schauen, dass man jetzt nicht am Rand ganz wenig hat und in der Mitte sehr viel, sondern wirklich gleichmäßig verteilen die Masse. Und der Rahmen muss nicht gefettet werden. Das ist wie beim Biskuit, dann kann die Masse gleichmäßig hochklettern und rutscht nicht ab. Und wenn ihr sicher seid, dass alles wunderschön glatt gestrichen ist und möglichst gleichmäßig verteilt, sofort backen, gute 10 Minuten. Das hängt so ein bisschen von eurem Ofen ab. Bleibt auf jeden Fall dabei, denn der Biskuit darf nicht zu lange gebacken werden, sonst bricht euch nachher die Teigplatte. Also wirklich nur genau auf den Punkt backen. Und das ist auch so das Schwierige bei einer Biskuitrolle, dass man diesen Punkt einfach bei seinem Ofen kennenlernt. Und es kann euch am Anfang mal schief gehen. Dann verzweifelt bitte nicht, versucht es einfach nochmal. Ab damit in den Ofen und gute 10 Minuten golden ausbacken. So, in der Zwischenzeit ein frisches Küchentuch mit etwas Zucker bestreuen, dass uns nachher jetzt beim Stürzen der Biskuit nicht anklebt ans Tuch. Ihr könnt auch Puderzucker verwenden, was ihr lieber habt. Nur so eine dünne Schicht. So, nach gut 10 Minuten ist unser Biskuit schön golden ausgebacken. Bitte nicht zu trocken backen. Ihr könnt auch die Stäbchenprobe machen. Und wenn das Stäbchen trocken herauskommt, ist der Biskuit fertig. Und jetzt müssen wir natürlich den Backrahmen entfernen, sofern ihr denn einen genommen habt. Einfach hier entlang schneiden, vorsichtig.
Also ich hatte ihn jetzt so etwa 11,5 Minuten drin. Dann entferne ich mir meinen Rahmen und dann kann ich die Platte auch schon stürzen. Gerade hochziehen. Vorsichtig. Wunderbar. Und ihr seht, es ist jetzt wirklich eine perfekte Teigplatte. Ich liebe das, wenn es einfach so schön ganz gleichmäßig ist. Jetzt gehen wir rüber zu unserem Küchentuch und stürzen unseren Biskuit. Da komme ich jetzt mit meiner Platte und ihr seht hier vorne, wie schön gleichmäßig er aussieht. Jetzt ist natürlich das Problem immer, wie kriege ich den jetzt gestürzt? Einfach hier halten an der Seite mit den Handschuhen und jetzt vorsichtig stürzen. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Unser Biskuit ist auf dem Küchentuch und jetzt, damit uns der Biskuit an der Oberfläche nicht reißt, können wir hier oben einfach noch mal feucht einpinseln oder ein nasses Tuch drüber legen. Das legen wir gerade hier drüber. Das feuchtet uns unser Backpapier so ein bisschen an und da können wir das Backpapier leichter lösen. Kleinen Moment warten und dann lösen wir das Backpapier. So, jetzt sollte sich hier das sehr gut lösen lassen. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig vorgehen, also jetzt nicht daran reißen, sondern immer schön sanft mit Biskuit umgehen. Und ihr seht, es lässt sich fantastisch lösen. Da müssen wir keine Angst haben, dass uns die Platte reißt. Schaut euch das mal an, was für ein fantastischer Biskuit. Jetzt nehme ich hier mein Gitter und schiebe das gerade hier drunter, dass der Biskuit auch schön auskühlen kann. Einfach gerade so drunter ziehen oder den Biskuit mit dem Tuch da drauf ziehen. So. Und ihr seht, wirklich eine perfekte Teigplatte. Richtig toll und ganz, ganz locker und fluffig. Und jetzt decken wir den aber nochmal ab. Und zwar am besten mit dem Backpapier oder mit einem weiteren feuchten Tuch. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, damit er einfach schön feucht und saftig bleibt. So darf er jetzt auskühlen. Wir machen uns an die Füllung. Für die Füllung verwende ich 350 Gramm schön gewaschene, getrocknete, geputzte Erdbeeren. 150 Gramm werde ich mir jetzt einfach hier pürieren. Damit ich meine Sahne dann schön aromatisieren kann mit dem Erdbeerpüree. Die restlichen 200 Gramm, die werden wir uns dann in Stücke schneiden und auf die Sahne drücken. Das wird dann richtig schön. Einmal durchpürieren. Und es reicht auch schon. Und ihr seht, eine wunderschöne Farbe. Wer möchte, kann hier noch etwas Zucker hinzufügen, sollten die Erdbeeren noch nicht süß genug sein, was oft zu Anfang der Saison der Fall ist. Die kommen dann meistens aus dem Gewächshaus und haben noch nicht genug Sonne gehabt. Ich streiche sie mir nicht durch ein Sieb, aber das kann man durchaus machen. Die stellen wir uns gerade beiseite. Die kommen später in unsere schöne Sahne. So, 400 Gramm kalte Schlagsahne. Ich stelle mir immer das Gefäß auch gerne mit in den Kühlschrank. Hier habe ich jetzt 2 Tütchen Sahne fest, Vanillezucker nach Belieben, Zucker nach Belieben. Also da müsst ihr einfach gucken, wie süß eure Erdbeeren sind. Das hängt wirklich ganz stark davon ab. Ich nehme gerne 2 Esslöffel Vanillinzucker oder Vanillezucker und eben die 2 Tütchen Sahne fest. Erst anschlagen die Sahne und dann zurieseln lassen. Und wir schlagen uns die Sahne bis kurz bevor sie ganz steif ist. Dann kommt unser Püree darunter. So, die Sahne ist noch nicht ganz steif. Jetzt kommt unser Püree dazu. Das gibt uns eine wunderschöne Farbe. Gerne durch ein Sieb streichen, falls ihr die Kernchen nicht mit drin haben wollt. Und jetzt zu Ende schlagen. So, und die Sahne muss wirklich ganz fest geschlagen werden, das ist ja klar, damit es auch schön hält nachher. Ihr könnt statt des Sahnefests auch Sanapart verwenden. Hier bleibt jetzt der Schnitt sichtbar, das seht ihr hier. Also ist die Sahne steif genug geschlagen und wir können unsere Rolle füllen. So, hier haben wir unsere Platte, die ist inzwischen ausgekühlt und sie ist ganz weich oder klebt nicht. Sie lässt sich gut in jede Richtung rollen und jetzt müssen wir uns überlegen, wollen wir sie von der Seite aufrollen, dann haben wir mehr Volumen, also so rum.
oder wollen wir sie so rum aufrollen? Das geht beides. Ich werde sie jetzt von der Längsseite her aufrollen. Wichtig ist, dass man oben so 2 Finger breit einfach Platz lässt, dass die Sahne sich so ein bisschen vorschieben kann und dann nicht ganz rausquillt. Wer möchte, kann die Platte auch noch mit einer Erdbeermarmelade ohne Stücke bestreichen, also einfach um den Erdbeergeschmack am Anfang der Saison zu verstärken. Wie gesagt, anfangs sind sie ja noch nicht so wahnsinnig aromatisch. Wir geben unsere Sahne jetzt hier schön drauf. Und erstmal nicht alles drauf geben. Man kann auch einen Teil zurückbehalten zum Einstreichen oben oder aber alles verwenden. So. Jetzt gerade hier schön reinstreichen. Eine schöne Schicht, so etwa 1 Zentimeter dick. Dicker sollte es nicht sein. Nur hier vorne eben dann freilassen. 2 Zentimeter ungefähr. Und wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann arbeitet mit weniger Sahne, dann ist es einfacher. Ich werde jetzt aber noch den Rest drauf geben, denn wir wollen ja schön viel Erdbeersahne haben. Also da muss man so ein bisschen gucken, wie viel möchte ich drin haben. Hier vorne ist schön Platz, dass die Sahne noch etwas ausweichen kann, wenn wir sie jetzt rollen. Hier so ein bisschen gerne abflachen, dass wir da besser rankommen, dass wir einfacher rollen können. So, unsere Sahne ist gut verteilt. Jetzt können wir noch die Früchtchen hier reindrücken. Die habe ich mir klein geschnitten. Richtig schön klein sollten sie sein. Ein bisschen andrücken kann man sie. Das sind jetzt die restlichen Früchte, 200 Gramm. Und wirklich schön verteilen. Die Früchte etwas in die Creme drücken. Gerne so verteilen, dass ihr wirklich das Gefühl habt, ja, da kann ich gut drüber rollen. Jetzt können wir unsere Rolle dann rollen. Dazu nehmen wir uns das Küchentuch und hier anfangs jetzt eng bleiben. Und dann schön mit dem Tuch sanft rollen. Und ihr seht, jetzt drückt das hier so ein bisschen nach vorne. Und hier wollen wir jetzt natürlich reingehen. Wir wollen ja eine Rolle haben am Ende und schieben sie jetzt weiter vor. Und es ist jetzt wirklich ein bisschen viel Sahne, finde ich. Da können wir was abnehmen. Und jetzt ziehen wir die Rolle so ein bisschen und legen uns hier vorne vor die Platte, auf die wir sie bringen wollen. Und dann sind wir schon auf der Platte sozusagen. Vorsichtig raufschieben, platzieren. Wunderschön geworden und auch nicht gebrochen, also wirklich perfekt. Bisschen zu viel Sahne war es, 300 Gramm hätten auch gereicht. Trick 17, damit so ein Papier, was ja unter die Rolle gehört, auch wirklich rausschaut, wenn es zu knapp ist. Also so würde es jetzt gar nicht richtig rausschauen. Deswegen schneide ich mir die in der Mitte einfach auseinander. Dann habe ich 2 und die lege ich dann gerade hier so dran. Das sieht aus, als hätte man ein großes Papier. Hier drunter braucht man es ja eigentlich gar nicht. Wenn ihr die richtige Größe habt, könnt ihr euch diesen Trick natürlich sparen. So, jetzt ein Sägemesser verwenden und hier die Seiten abschneiden. Dann sehen wir auch die Rolle schon mal besser. Und da ist unsere wunderschöne Biskuitrolle. Auf der anderen Seite auch nochmal schneiden. Und das Schneiden geht besser, wenn die Rolle noch gekühlt ist. Ich schneide sie jetzt direkt nach dem Füllen. Und da seht ihr wunderschön gerollt, nicht gebrochen, absolut fluffig. Also wirklich eine perfekte Rolle. Sie kriegt bei mir dann immer noch eine Runde Puderzucker. Ich finde, das muss unbedingt sein. Ganz zart. Und jetzt habe ich noch etwas Sahne steif geschlagen mit Vanillinzucker und Zucker. Und ich habe wie immer einen Spritzbeutel mit der Tülle 1M und spritze mir jetzt einfach hier auf jedes Stück eine Rosette und setze noch eine Erdbeere oben auf. Jetzt kommen unsere Erdbeeren hier oben auf. Kann man versetzt machen oder alle in der gleichen Richtung. Ganz wie ihr das mögt. Tja, und so ist unsere Erdbeer-Biskuitrolle fertig und wir können sie schon direkt anschneiden. Noch besser ist es aber, sie eine Stunde noch kalt zu stellen, dass sie sich noch ein bisschen festigen kann und dann lässt sie sich auch ganz wunderbar schneiden.
So, dann wollen wir uns mal einen wunderschönen Tee genehmigen. Ich habe sie jetzt nicht kühlen können wegen der Dreharbeiten, aber ihr stellt sie am besten noch eine Stunde in den Kühlschrank. Wir schneiden sie an. Und so sieht unsere Erdbeer-Sahnerolle aus. Wirklich ein fantastisches Rezept. Absolut perfekt. Nicht gebrochen, super fluffig. Ungekühlt werde ich sie jetzt für euch probieren. Ihr stellt sie zu Hause bitte noch eine Stunde zwischen der Zubereitung und dem Servieren kalt, dass sie wirklich schön gefestigt ist. Und wir schauen mal, wie sie sich macht. Sagenhaft fluffig auf jeden Fall. Und wie lecker die Füllung. Also los geht's, probieren wir. Ein Traum von einer Biskuitrolle, müsst ihr ausprobieren, ist einfach wirklich fantastisch lecker, nicht zu süß, einfach perfekt. Das war meine klassische Erdbeersahne-Biskuitrolle, ein Grundrezept und das könnt ihr natürlich mit verschiedenen Füllungen auch zubereiten. Die Rolle gelingt wirklich klasse, sie ist super weich und also da habt ihr keine Probleme, sie wird euch nicht brechen. Ich hoffe, ihr schickt mir dann eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept. Bitte vergesst nicht, das Video zu liken und gerne zu kommentieren, auch gerne mit Tortenwünschen oder euren eigenen schönen Rezepten für eine Biskuitrolle. Wir sehen uns in 3 Wochen hier wieder, denn es sind ja Pfingstferien. Wir sind mit unserem Jüngsten unterwegs nach Kroatien. Da könnt ihr auch gerne schauen. Auf Instagram und Facebook teile ich da in den Stories unsere Eindrücke. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Backen, gutes Gelingen und bis bald. Bleibt gesund. Tschüss!